Willkommen bei The Lately Show mit mir, Florian Streletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend schon einmal auf eine der besten Zeichentrickserien dieser Welt, nämlich auf die Glücksbärchis. Nur bevor wir loslegen, liebe ARD, bitte vergiss nicht den Abo-Button zu drücken und die Glocke, denn jedes Mal, wenn die Show ein Abo mehr bekommt, dann kann es sein, dass deine Kaffeetasse auch hier stehen kann. Und falls du also einmal auch deine Kaffeetasse hier bei mir stehen haben willst, dann schreib es mir einfach in die Kommentare oder schicke mir eine E-Mail. Wichtig bei beiden, bitte ausreichend frankieren und alles unter dem Hashtag wohl keine Tassen mehr im Schrank. Und spätestens jetzt sollten die Zensoren abgeschaltet haben. Natürlich geht es heute Abend nicht um die Glücksbärchis, obwohl sie es mehr als verdient hätten, sondern um die Verschwörungstheorie der neuen Weltordnung. Nun könnte man natürlich denken, eine neue Weltordnung wie die hier 2017. America first. A new world order. Presidential decrees cascading from President Trump's pen. A border war with Mexico, kicking off the world's first leadership Twitter spat. Nur bezeichnet die Verschwörungstheorie der neuen Weltordnung eben nicht diese offensichtliche neue Weltordnung damals mit einem Präsidenten, der sich die Welt so getwittert hatte, wie er sie gerne gehabt hätte, sondern stellt einen geheimen Plan einer noch geheimeren Elite dar, die Weltherrschaft an sich reißen will, natürlich alles im Geheimen. Denn wenn uns die Geschichte etwas gelehrt hat, dann, dass man immer super im Geheimen seine Ziele erreicht. Genau deshalb hat Gargamel auch immer die Schlümpfe besiegt, weil seine geheimen Superpläne auch immer so gut funktionierten. Sicherlich war es nicht so optimal von ihm, seine Pläne vor dem Zeichner der ganzen Comics kundzutun, damit der dann diese Pläne auch zeichnen konnte. Und so die Schlümpfe immer nur einen Blick auf das Storyboard werfen mussten, um dadurch den Plan von Gargamel sofort zu durchschauen. Nun könnte man natürlich glauben, die Idee, dass ein Geheimbund an einer neuen Weltordnung arbeiten würde, schon seit dem Augenblick existiert, als der erste Mensch vor etwa 50.000 Jahren vom Baum runtergeklettert ist, beziehungsweise in Sachsen-Anhalt leider erst vor 50 Jahren. Aber auch nur, weil vor 50.000 Jahren wieder einmal der Router neu gestartet werden musste oder Pizzabote nie den richtigen Baum fand. Und sich die Menschen schon damals dachten, dass dahinter nur die Boshaftigkeit einer geheimen neuen Weltordnung stecken müsste und nicht die eigene Dummheit durch einen Zwang, auf einem verdammten Baum zu leben. Nur war dem leider nicht so, sondern die Idee der neuen Weltordnung ist gerade mal knapp 80 Jahre alt. Und damit ist sie auch eigentlich gar keine neue Weltordnung mehr, sondern eine nicht mehr original verpackte neue Weltordnung. Also bitte aufpassen beim Einstellen bei eBay, um Stress mit dem Corona-leugnenden Käufer zu vermeiden. Dabei basiert der Begriff und die Idee einer neuen Weltordnung auf einem gleichnamigen Buch von H.G. Wells. Falls du jetzt gerade dieses Video dir anschaust, weil du morgen ein Buchreferat über die neue Weltordnung von H.G. Wells halten musst, dann gebe ich dir hier noch eine kurze Zusammenfassung mit auf den Weg. Von dieser sehr dürftigen Fortsetzung von H.G. Wells Krieg der Welten. Also, wir schreiben das Jahr 1940, in dem sich ein Frachtschiff namens Nostromo auf dem Weg wieder zurück nach England machte, vollgeladen mit Kohle und Eisen aus Australien. Normalerweise hatte die Crew der Nostromo nur das Ziel, schnellstmöglich zurück nach England zu kommen, weil sie für eine schnelle Heimkehr ordentlich bezahlt würden von der Whaling Corporation, einem der besten Arbeitgeber der damaligen Zeit. Zumindest für Xenomorphe. Während jedoch die Mannschaft eines Abends schlief, empfing die Mutter vom Captain, die auch noch zufälligerweise die Ex-Frau von Hell 9000 war, einen Funknotruf und änderte, ohne die Crew zu fragen, den Kurs zu einer Insel, die Fantasy Island hieß. Auf der Insel angekommen, fand die Crew um John Hurt nur einen vor vielen Jahren gestrandeten anderen Frachter, der an Bord allerdings unzählige seltsame Eier hatte. Natürlich nahm die erste Offizierin Sigourney Weaver ein Ei mit, typisch Frau, ansonsten wäre das Buch ja hier auch schon zu Ende. Jedenfalls schlüpfte daraus später ein Dinosaurier an Bord der Nostromo. Aber weil der so super niedlich war, nahm ihn die Crew dann mit nach England. Was sich allerdings als kolossaler Fehler herausstellte, weil der Dinosaurier leider Godzilla wurde und deswegen nicht London in Schutt und Asche legte, sondern Tokio. Nur wie sich dann in der After-Credit-Scene im Buch herausstellte, war aber genau das Ziel von Whaling Corporation, um an eines der Eier ranzukommen, weil sie nämlich
sich davon erhofft haben, mit Hilfe einer Karte, die im Inneren auf der Schale des Eis eingelasert war, herauszufinden, wie man aus Westworld rauskommt. Und genau das passierte in dem Buch Die neue Weltordnung von H.G. Wells. Zumindest in der Porno-Version, die ich mir nur deswegen gestern 10-mal angeschaut habe. Jedenfalls glaubte H.G. Wells, dass die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg, der gerade noch tobte, einen Plan für die Zeit danach brauchte, um den Frieden dann zu sichern. Und durch den Eindruck zweier Weltkriege innerhalb von knapp 30 Jahren kam er zu dem Schluss, dass eine neue Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg nötig wäre. Und zwar nicht mehr durch viele nationale Regierungen, sondern dass es nur funktionieren könnte mit einer Weltregierung. Jedenfalls schlummerte dann der Begriff der neuen Weltordnung fast 50 Jahre lang in einer Schublade, bis am 3. August 1990 der Irak in sein kleines Nachbarland Kuwait einmarschierte, um es am 28. August zu annektieren. Nur Kuwait war damals einer der größten Ölproduzenten und dementsprechend fand das die USA total unloll. Deswegen schmiedete der damalige US-Präsident George Bush eine Koalition gegen den Irak und zeigte dann vor dem versammelten Kongress in Washington seine Vision einer besseren Welt, indem er von einer neuen Weltordnung sprach. Out of these troubled times, our fifth objective, a new world order can emerge, a new era, freer from the threat of terror, stronger in the pursuit of justice, and more secure in the quest for peace. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie aus einer idealistischen Idee, ob nun 1940 oder 1990, mit der Zeit eine Verschwörungstheorie werden konnte, die einzig und allein das Ziel hat, die Welt eben nicht besser zu machen, sondern 99,9999% der Menschen unter das Joch der 0,0001% zu bringen. Und wie so oft sind daran wieder einmal die Christen schuld, beziehungsweise deren Fraktion der sogenannten Evangelikalen. Nur wer sind die schon wieder? Sehr einfach gesagt, wenn die katholische Kirche als erzkonservativ angesehen werden kann, dann ist die katholische Kirche gegenüber den Evangelikalen nur eine scheiß Hippie-Kommune. So krass drauf sind die knapp 40 Millionen Evangelikalen in den USA. Dabei erwarten die Evangelikalen die Wiederkehr von Jesus Christus. Und für sie war der Kampf der USA gegen die Sowjetunion vereinfacht gesagt das finale Geplänkel vor der Apokalypse. Ein Kampf, der dann letztendlich vom Antichristen geführt werden würde, denn der ist nun einmal bekanntlich ein Kommunist. Und was stoppt einen Antichristen? Genau, einen Antichristen namens Jesus Christus. Nach dem Wegfall der UdSSR aus dem Storybogen der Evangelikalen standen diese vor einem Problem. Nämlich, dass es theoretisch nicht mehr das Problem eines dritten Weltkriegs gab. Und damit auch keine Wiederkehr von Jesus. Er ist aber auch eine Scheißdiva, dass ihm so ein Völkermord wie in Ruanda 1994 nicht ausreicht zur Wiederkehr. Sondern dass es gleich eine Apokalypse sein muss. Also musste eine Alternative her. Und die lieferte dann Pat Robertson, evangelikaler Prediger, 1991, dem er sein eigenes Buch über die neue Weltordnung schrieb, in dem er meinte, dass das christliche Amerika angeblich in der Zange klemmt zwischen der Hochfinanz und dem moralischen Verfall. Die Hochfinanz macht dabei alles dafür, um die Kontrolle über das Geld zu haben und hat genau deswegen 1865 Abraham Lincoln ermorden lassen. Und Lincoln wurde nicht etwa, wie man denken könnte, erschossen, weil er mit der Befreiung der Sklaven den Südstaaten ihre kostenlosen Arbeitskräfte genommen hatte. Oder um von der mehr als fragwürdigen Aufführung von Cats in der Schule seines jüngsten Sohnes am nächsten Tag befreit zu werden. Dabei ist die Hochfinanz natürlich nur ein Synonym für das Judentum. Eine Verschwörung ohne eine 500 Tonnen Prise Antisemitismus ist halt keine gute Verschwörung. Der Antichrist wiederum macht alles dafür, um die Moral der Amerikaner zu zerstören. Denn das kann er richtig gut, weswegen er unter anderem Facebook, Amazon und Pornos erfunden hat. Trotz dieses offensichtlichen Schwachsinns wurde das Buch ein Bestseller und machte aus einer ursprünglich fast schon Star Trek-mäßigen Idee, dass wir alle zusammen als Menschheit eine neue Weltordnung erschaffen könnten, in der es keine Kriege mehr geben muss, in den Jahren danach zu einer der hirnverbranntesten Verschwörungen der Menschheitsgeschichte. Denn es gibt keinen geheimen Orden, der an einer neuen Weltordnung arbeitet. Hast du dir mal die Welt angeguckt? Wer will denn bitte schön eine Welt regieren,
die dank der Klimakrise nicht einmal mehr 100 Jahre vor sich hat. Und dabei sind es noch nicht einmal 100 gute Jahre. Warum sollte also jemand wie Bill Gates sich ein geheimes Labor unter einem aktiven Vulkan über RMB Volcano mieten, um an der Übernahme der Weltherrschaft zu arbeiten, wenn er so viel Geld besitzt, sich die einfach öffentlich kaufen zu können? Mit Donald Trump wurde jemand mit über 300 Millionen Dollar Schulden trotzdem US-Präsident. Was sollte jemand mit über 500 Milliarden Dollar auf der Habenseite davon abhalten, nicht viel schneller auch so Präsident werden zu wollen? Und alleine der Aufwand, ein echtes Treffen einer Geheimelite geheim zu halten, im Zeitalter, wo jeder schlecht bezahlte Security-Mitarbeiter ein Telefon mit einer Kamera hat, ist de facto unmöglich. Es gibt alle paar Jahre eine neue Weltordnung, wie zuletzt gesehen in dem ersten Video mit Donald Trump als US-Präsident, weil dieser damals glaubte, die Welt noch mehr von Amerika abhängig zu machen, indem er Amerika einfach aus allen internationalen Institutionen rausgezogen hat. Nur hat das eben nicht geklappt, weil Donald Trump ein Vollidiot ist. Das letzte Mal, dass dieser Jedi-Trick des einfachen Rausziehens und trotzdem alle von sich abhängig machen funktionierte, war 9 Monate vor der Geburt von Jesus. Und ich weiß nicht, wie oft ich diesen Trick schon vom Familiengericht probiert habe, wenn es um Vaterschaftstests ging. Die Welt ändert sich tagtäglich. Aber damit wir nicht untergehen im Chaos, gibt es eben eine gewollte Ordnung, wo auf der einen Seite meistens die Demokratien stehen und auf der anderen Seite abwechselnd Länder wie China, Russland oder Saudi-Arabien. Das ist die aktuelle Weltordnung. Sie ist neu, wenn man Joe Biden mit einrechnet für die USA. Und das ist auch die einzige neue Weltordnung, die wir haben. Schon alleine, weil kein Schwein unsere Welt alleine für sich haben will. Russland, China oder Saudi-Arabien einmal ausgenommen. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen!